Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe hier schon mal was aufgebaut. Das Teil, diesen Federkomprimierungs-, was auch immer, Hydraulikpresse, habe ich schon relativ lange und jetzt heute auch einmal aufgebaut. Damit möchte ich jetzt die Feder komprimieren. Das ist das alte Federbein vom Opel an der Vorderachse. Und zwar mache ich das, weil bei den neuen Federbeinen von TA Technics gewisse Teile nicht dabei waren. Also zum Beispiel dieser Unterlegteller hier, der ist nicht dabei. Außerdem wollte ich auch gucken, was hier drunter ist, damit ich das dann eben entsprechend in der gleichen Reihenfolge der Bauteile wieder an der neuen entsprechenden Vorderachse beziehungsweise an dem Federbein von der neuen Vorderachse wieder verbauen kann. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe noch keine wirkliche große Vorspannung drauf. Was mir auch aufgefallen ist, ist irgendwie eine ziemlich wackelige Geschichte. Also, ja, diese Füße, die es da gibt, die kann man nur dort montieren. Aber dadurch, dass das jetzt natürlich alles in diese Richtung zeigt, ja, ist das irgendwie nicht so geil. Wenn ich es in die andere Richtung montiert hätte, wäre ja noch mehr Gewicht. Hier ist ja schon dieser große Hydraulikzylinder. Wäre noch mehr Gewicht auf einer Seite. Keine Ahnung, ob das so kibbelig sein soll. Also, geil ist das nicht. Aber gut, so ist es jetzt eben. Damit müssen wir leben. Ich werde die Kette jetzt noch mal ein bisschen umpositionieren und dann packe ich euch in den Zeitraffer. Wenn ich das komprimiere, hoffentlich fliegt mir nichts um die Ohren und das hier löse. Zum Lösen ist es wieder hier so ein Puzzle. 24er entsprechende Nuss mit innen offen, wo dann unten ein entsprechender 11 mm, eine 11 mm Nuss ist. Die brauchen wir hier zum Gegenhalten. Hier ist auch lustig, die muss man erst die Nuss ansetzen, dann diese Nuss und dann erst den Stab, denn der Stab ist oben dicker und das geht da nicht durch. Also müsst ihr das so zusammenpuzzeln. Geht aber eigentlich relativ geschickt. Ne? Aber ihr seht schon, jetzt ist das schon wieder am Kippen. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Da muss ich mir was überlegen, dass ich da irgendwas drunter stelle, bevor ich jetzt gleich anfange. Denn kein Bock, dass mir das dann zur Seite kippt, wenn ich hier komprimiere. Also an und für sich eigentlich eine schicke Sache. Aber ja, ein bisschen wackelig alles. Bereite mal alles vor und dann seht ihr das im Zeitraffer. Im Idealfall fliegt mir nichts um die Ohren. Wenn, dann schießt es nach oben zur Seite. Keine Ahnung, ihr werdet es sehen. So, jetzt müsstet ihr eigentlich den Zeitraffer gesehen haben. Es ist nichts explodiert, es ist mir nichts ins Gesicht gesprungen, das hat gut funktioniert. Das Einzige, was halt bleibt, das Ding ist super kippelig. Ja, das ist einfach irgendwie, ja, da muss ich mir noch was überlegen. Vielleicht da unten noch mal eine Stütze ranschweißen oder irgendwas. Ich habe es jetzt, ihr habt es ja gesehen, unterlegt. So war es dann abgestützt, da ist das Risiko dann nicht so groß. Und damit ging das dann. Ich habe mir jetzt hier mal die einzelnen Teile hingelegt, mit denen das befestigt war. Also oben die Mutter, dann dieser Unterlegteller da, wo die Mutter drauf war. Dann eben entsprechend das Domlager, ne, so in der Reihenfolge. Und unterm Domlager, da saß dann entsprechend auch nochmal so eine kleine, ja, Unterlegscheibe, so leicht angerundet. Und als nächstes kam dann eben hier dieser Pralldämpfer, der ist ja beim TA Technics schon mit dabei, gucken wir gleich. Und dann eben hier dieser Teller, den ersetze ich, beziehungsweise der wird ersetzt. Das heißt, da guckt dann nachher nur noch das Domlager raus, diesen Teller, den gibt es bei dem TA Technics so nicht mehr. Aber was ich halt verwenden muss, sind diese Dinge. Wobei ich glaube, das muss ich jetzt mal ausprobieren, bei dem TA Technics, es könnte natürlich auch sein, dass ich vielleicht auch dieses hier gar nicht mehr brauche, weil ich glaube nicht, weil TA Technics hat ja nicht diesen Wulst
weil ich glaube nicht, genau, das kommt nämlich dann gar nicht tief genug, als dass das dann hier aufliegen würde. Insofern, ja, das muss ich mir jetzt mal angucken. Ich werde jetzt mal exemplarisch einen Dämpfer zusammenpuzzeln von TH Technics und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ansonsten hätte ich gesagt, gucken wir jetzt auch noch einmal kurz in die Einbauanleitung vom Originaldämpfer. So ein bisschen anders ist es hier halt schon, weil es eben diesen Teller bei TH Technics nicht mehr gibt. So, jetzt sind wir hier in meinem Reparaturleitfaden. Hier haben wir jetzt das Federbein oder beziehungsweise ja, halt den entsprechenden Stoßdämpfer mit Anschluss für die Montage. Und wenn wir da mal näher hinschauen, den unteren Teil ignorieren wir jetzt. Das haben wir bei TH Technics ja schon zusammengebaut oder ist halt schon zusammengebaut. Was es jetzt eben noch gibt hier, ist dann dieser Schutz für die Dämpferstange und den Prallpuffer. Hier ist es jetzt so, gibt es scheinbar nur einen entsprechenden Schutz für die Dämpferstange. So einen Prallpuffer sehe ich jetzt nicht. Den würde ich dann, hätte ich gesagt, auch weglassen. Ich kann mal probieren, ob der Standardpuffer passt. Den habe ich neu bestellt, aber ich denke mal, da gehört keiner rein. Dann kommt hier, wie gesagt, so Teller, die ich nicht habe. Da habe ich ja das von TH Technics und dann obendrauf eben diese Mutter plus, oder das ist ja keine Mutter, diese Unterlegscheibe, dann das entsprechende Domlager nochmal, so eine Unterlegscheibe und dann eben die Mutter obendrauf und dieser Domteller. Den Domteller habe ich neu besorgt, das entsprechende Domlager habe ich neu besorgt und jetzt hätte ich gesagt, packe ich euch mal in den Zeitraffer und guck mal, ob ich das zusammengepuzzelt bekomme und wie das dann funktioniert. Ansonsten ist es ja so, gibt es hier auch entsprechende Drehmomentangaben. Die werde ich natürlich beachten. Ich lese mir das jetzt einmal alles durch. Wie gesagt, dann gucken wir uns das im Zeitraffer an, wie ich das zusammenpuzzle. Dann schauen wir mal, ob ich es eingesetzt bekomme und wie dann die Freigängigkeit und die Funktion und sowas ist. So, jetzt habt ihr, glaube ich, ein bisschen Zeitraffer gesehen, wie ich das hier umgebaut habe. Alles ein bisschen abenteuerlich. Ich hatte jetzt nichts anderes als dieses Ding, um die Feder zu komprimieren, damit ich das alles raufgesteckt bekomme. War jetzt nicht wirklich ideal, aber gut, so ist es eben. Jetzt zeige ich euch, wie ich das Ganze dann mit Drehmoment angezogen habe. Ist auch nicht ideal, aber was soll ich machen? Ich wusste mir jetzt nicht anders zu helfen. Habe das hier eingespannt, damit ich habe eben nur 2 Hände und irgendwie muss ich es ja halten und gegenhalten. Und dann habe ich hier oben entsprechend, wie gesagt, das Ganze festgezogen. 70 Newtonmeter bekommt das. Das ist ja hier eigentlich auch ein Anschlag, ne? Also der kann ja nicht tiefer als dieser Aufsatz. Aber damit sich das hier eben, also dieses Gesamtpaket in der richtigen Spannung eben komprimieren lässt, soll man da 70 Newtonmeter drauf geben. Das habe ich jetzt gemacht, indem ich dann hier, so jetzt habe ich die Nuss geholt, also die bekannte Nuss, die 24er, wo man hier dann außen mit einem 21er greifen kann. Innen drin habe ich das Ganze, selbst jetzt ist es schon schwierig, das einzufangen, habe ich dann gegengehalten, dass sich das nicht verdreht. Und hier habe ich jetzt einen Drehmomentschlüssel angesetzt mit einem offenen 21er. Theoretisch könnt ihr natürlich auch so einen Ring 21er nehmen, das würde auch gehen. Und habe das dann eben mit den 70 Newtonmeter festgezogen. Ist, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht geschafft, das in der Kamera einzufangen. Habe jetzt hier auch ein bisschen, wie gesagt, zaubern müssen, dass ich da eine Lösung finde. Habe es jetzt aber geschafft, wie gesagt, hier mit so einem offenen Maulschlüssel, den man dann in einen flachen 14×18 bei mir, 14×18 Drehmomentschlüssel bekommt, habe ich das hier festgezogen. Ich gucke mal, dass ich, wenn ich den zweiten Dämpfer mache, ich muss ja noch einen machen, dass ich euch das dann zeige im Zeitraffer, das folgt jetzt. So, jetzt sind wir beim zweiten Dämpfer angelangt und ich habe jetzt nochmal geschaut, also diese erste Unterlegscheibe, die ja beim Originaldämpfer hier so hinkommt,
Die ist beim Originaldämpfer dafür gedacht, dass die sich hier so auf diesem Anschlagpuffer abstützt. Jetzt gibt es ja diesen Anschlagpuffer bei den Dämpfern nicht mehr. Wir haben hier nur noch den soliden Teller. Ich lasse trotzdem diese Unterlegscheibe drin, weil ich jetzt einfach nicht genau weiß, ob ich die wirklich weglassen kann. Ich meine, selbst wenn das nachher sich hier abstützen sollte, ist es, hätte ich gesagt, kein Problem. Aber theoretisch, wie gesagt, bräuchte man diese jetzt nicht mehr, denn TH Technics hat einen eigenen Anschlagpuffer. Wenn wir das mal hier rausziehen, dann sehen wir das, dann ist hier unten ein separater Anschlagpuffer drin. Also ist hier einfach ein bisschen anders gelöst als beim Original. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt nicht weiß, ob man darauf wirklich verzichten kann, ich glaube sowieso, wenn ich euch nochmal das Domlager zeige, das neue, dass das wahrscheinlich gar nicht auflegen wird oder aufliegen wird. Hier ist ja das neue Domlager, kommt dann so drauf. Und ich vermute ganz stark, dass man das überhaupt gar nicht weit genug komprimiert bekommt, dass hier innen drin überhaupt diese Unterlegscheibe sich jemals in Kontakt bringen wird mit dem Teller. Das kann ich mir nicht vorstellen, denn hier dazwischen sitzt ja nochmal dieser Rotationsring, der dann erlaubt, dass das Domlager sich drehen kann. Und deswegen, wie gesagt, ich lasse sie jetzt drin, aber wahrscheinlich wird sie gar keine Funktion mehr haben. Ich möchte jetzt aber auch nicht das Risiko eingehen, sie wegzulassen. Wie beim letzten Mal auch, nehme ich jetzt hier wieder so behelfsmäßig dieses Ding, um das ein bisschen zu komprimieren. Ich könnte es auch mit der Hand komprimieren, aber dann gehen mir einfach die Hände aus. Ich muss es mit 2 Händen runterdrücken, damit ich hier genug Gewinde habe, um die Mutter anzusetzen. Und wenn ich mit 2 Händen runterdrücke, habe ich eben keine Hand mehr frei. Deswegen nutze ich jetzt wieder den Komprimierer, den externen, um das hier so ein bisschen zu komprimieren, damit ich genug Weg habe am Gewinde, um das anzusetzen. Das mache ich jetzt mal schnell. Und dann zeige ich euch am Fahrzeug, wie wir hier oben das Drehmoment anbringen können. Also für die Hauptmutter von dem ganzen Federbein, ohne dass wir das irgendwie in den Schraubstock einspannen müssen oder so. Da ist mir noch eine gute Idee gekommen und das zeige ich euch dann jetzt gleich. So, was ich noch erwähnen sollte, bevor es jetzt gleich am Auto weitergeht, wenn ich das jetzt hier komprimiere und das Domlager ansetze, hier ist ja wie gesagt dieser Rotationsring, da bitte darauf achten, dass ihr das Gummiteil, das schwarze Teil, der hat hier so zwei Farben, innen drin ist schwarz, oben ist dieses gelbe oder unten, je nachdem wie man es sieht. Also dieser gelbe Bereich, dieser Rotationsbereich, der muss nach unten zeigen, sodass das Ganze dann so hinkommt. Wie gesagt, die Mutter lasse ich jetzt. Jetzt werde ich das hier noch ein bisschen komprimieren. Das mache ich ohne Kamera. Das ist ja so ein bisschen, ja, so sollte man es eigentlich nicht machen. Aber ich habe jetzt halt nichts Passenderes. Das hat letztes Mal auch funktioniert. Ich hoffe, es geht jetzt auch. Ich komprimiere das jetzt ein bisschen, dass ich hier genug Gewinde habe. Dann setze ich die Mutter an, dann entspanne ich das sofort wieder und ziehe es fest. So, jetzt habe ich das hier einmal provisorisch montiert. Und zwar, ich habe das jetzt hier abgestützt aus dem einfachen Grund. Ihr seht ja hier oben, hier habe ich jetzt diesen Top-Teil oder diesen Deckel weggemacht. Der Dämpfer kann jetzt nicht runterfallen, weil er hier von meiner Plattform entsprechend nach oben gedrückt wird. Ich habe die Schrauben hier angesetzt, erstmal nur provisorisch, weil das jetzt, wie gesagt, ja gar nicht darum geht, das jetzt zu montieren, sondern ich will nur oben das Ganze mit Drehmoment anziehen. Und wenn wir das jetzt offen haben und das nirgends hin kann, haben wir hier schön Platz, die 21er Nuss aufzusetzen. Das entsprechende Gegenhaltstück ist, glaube ich, ein 9er oder sowas. Und kann dann hier mit so einem offenen 21er und einem Drehmomentschlüssel das auf die 70 Newtonmeter entsprechend festziehen. Das mache ich jetzt auf beiden Seiten. Dann kommt hier auch gleich der neue Deckel hin, so wie ich es auf der anderen Seite schon gemacht habe, ne, der neue Deckel. Und dann ziehen wir das hier oben auch gleich noch mit Drehmoment fest. Schneide ich euch jetzt gleich rein. Wie gesagt, das ist einfach nur die Info. Die Idee habe ich jetzt noch bekommen. Ist viel schöner, als das irgendwie im Schraubstock oder so zu machen, wenn man das hier am Fahrzeug eben entsprechend in Position hält. Dadurch kann sich der Dämpfer nicht verdrehen. Wir haben hier oben genügend Platz und Kraft, auch in einer schönen Position, um das festzuziehen. Also das würde ich euch empfehlen, das so zu machen. Vormontage und das Drehmoment dann eben hier im eingebauten Zustand, die 70 Newtonmeter drauf zu geben. Ich zeige euch das nochmal schnell im Wartungshandbuch. Jetzt wie gesagt der Hinweis, wie viel Drehmoment diese Mutter oberhalb von dem Domlager bekommt. Also wir haben ja hier die Unterlegscheibe und dann die Mutter. Das ist ja das, was ich außen am Fahrzeug zusammengebaut habe. Also Dämpferstange, Unterlegscheibe, Domlager, Unterlegscheibe, Mutter. Und diese Mutter, die bekommt eben 70 Newtonmeter. Ja, das ist nicht die Mutter, die wir gerade eben oben am Dom, also nicht die Mutter, die auf den Teller kommt, sondern eben die Mutter, die jetzt hier mit 2 markiert ist. Diese Mutter, die das Domlager auf die Dämpferstange befestigt, die bekommt 70 Newtonmeter und hier steht auch, man soll das immer prüfen, ob die das auch noch hat. Fun Fact, der Dämpfer, den ich gerade zuletzt gemacht habe, also der auf der Beifahrerseite, da war diese Mutter hier so lose, dass ich die mit der Hand lösen konnte. Das heißt,
Entweder hat die sich von alleine gelöst oder da war schon mal jemand dran, ich weiß es nicht, oder halt nicht mit Drehmoment. Wie gesagt, deswegen mache ich das jetzt, markiere das dann auch. So, und jetzt geht es weiter mit der Koppelstange. Bei der neuen Koppelstange, hatte ich glaube ich schon erwähnt, ich sage es nochmal, gibt es ja 3 unterschiedliche Längen. Also wir haben einmal so eine mittellange Stange, eine sehr kurze und eine sehr lange. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, von den Längen an der Länge vom Original oder von der Originalkoppelstange orientiert. Habe die also jetzt so grob per Auge, wie gesagt, Fahrzeug muss auf jeden Fall natürlich nochmal auf die Vermessung. Aber jetzt für die, ja sag ich mal, erste Montage habe ich jetzt eben die Länge so eingestellt, dass es sehr nah an der Originalen ist. Und was ich euch noch sagen wollte, bei den Koppelstangen von TH Technics haben wir hier so einen beweglichen Unterlagteller, der sozusagen dafür sorgt, dass wir nicht mehr gegenhalten müssen. Ihr wisst, bei der Original-Koppelstange war es ja so, musste man hier mit einem Mausschlüssel rein und das gegenhalten. Das brauchen wir jetzt hier nicht mehr, denn hier entsteht die Rotation über diesen Teller und wir können also die Mutter einfach von einer Seite ganz bequem dann mit dem Drehmoment festziehen. Drehmoment machen wir jetzt natürlich nicht. Nichts an dem Federbein ist jetzt mit Drehmoment, außer eben die Mutter, die das Federbein selbst zusammenhält, weil das ist unabhängig von der, sage ich mal, Fahrzeuglage. Alles andere, Koppelstangen, die Befestigung des Dämpfers am Achsschenkel und so weiter, mache ich jetzt erstmal nur handfest, sage ich mal, und löse ich dann später auch wieder, wenn ich das Fahrzeug auf die Unterstellböcke gestellt habe, sodass das Fahrzeug nicht von der Hebebühne gehalten wird, sondern eben selber auf den Rädern steht. Und erst dann ziehe ich eben entsprechend die Befestigungspunkte am Achsschenkel, die Koppelstange und die Stabilisatorverbindung und so weiter dann mit dem entsprechenden Drehmoment fest. Das soll man immer machen, hatte ich ja auch schon mal erwähnt bei dem Hinterachsvideo, dass man die ganzen Drehmomente eben dann anzieht, wenn das Fahrzeug in der Normalposition, also eingefedert auf dem eigenen Gewicht steht. Ansonsten gibt es eben Verspannungen hier bei den Gummis und so. Mache ich jetzt und dann schauen wir uns das an, denn hier muss man auch drauf achten, das habe ich jetzt so hingelegt, damit es nach oben steht. Eine dieser Köpfe muss man in die andere Richtung drehen, aber das zeige ich euch dann jetzt gleich, wenn ich es montiert habe. So, jetzt habe ich hier alles montiert. Es ist wie gesagt jetzt noch nirgends Drehmoment angezogen. Ich habe jetzt einfach nur mal handfest gemacht. Vielleicht noch als Info für euch. Bei dem Federbein ist es jetzt so, hier haben wir ein Langloch. Bedeutet, wir können, wenn wir jetzt die Bremsscheibe nehmen und dann den ganzen Achsschenkel nach innen drücken, sozusagen entsprechend Negativsturz generieren, was dafür sorgen sollte, dass das Fahrzeug ein bisschen besser einlenkt. Ich habe das jetzt mal in die maximale Sturzposition geschoben. Das muss dann der Fahrwerksmensch bei mir gucken, ob das nachher passt mit dem Sturz bzw. das Einstellen. Aber ein bisschen mehr Sturz an der Vorderachse finde ich eigentlich immer ganz angenehm. Dann lenkt das Fahrzeug besser ein. Weiterer wichtiger Hinweis. Ich hatte mich ja beim Demontieren schon gewundert, warum das hier so furchtbar ging beim Originalfahrwerk. Klar, es war festgerostet, aber ihr seht jetzt hier haben wir hier unten diesen Sensorschlauch. Ja, also das ist ja der Bremsschlauch und darunter haben wir einen Sensorschlauch. Die Reihenfolge ist jetzt wichtig. Unten kommt der Sensorschlauch, dann kommt der Bremsschlauch. Den könnt ihr hier einfach reinstecken. Ja? Das heißt also, den müsst ihr nicht hier vorne reinzwingen oder zwängen, sondern den steckt ihr, der ist hinten etwas weiter. Das heißt, ihr könnt hier mit dem Bremsschlauch durchfädeln und dann das Ganze nach innen drücken, sodass hier ist ja so eine, ich hoffe, man kann das sehen, so eine Überstand oder so eine Nut, die liegt dann flach auf und dann schiebt er von der anderen Seite die Klammer ein, dann verriegelt er das und hier oben gehört der Sensor für den Bremsverschleiß hin. Das war auch bei meinem Fahrzeug nicht an jeder Achse richtig. Auf der anderen Seite zum Beispiel war das vertauscht und dann waren die Kabel auch ganz komisch gebogen und die Leitungen. Also da bitte drauf achten. Unten unterhalb vom Bremsschlauch kommt dieser etwas dickere Sensorschlauch, wahrscheinlich ABS oder irgendwas. Dann eben die Bremsleitung und dann der Verschleißsensor für die Bremse. Das ist, wie gesagt, wichtig, dass ihr darauf achtet, damit da kein Kuddelmuddel entsteht. So, die Koppelstange habe ich jetzt auch mal grob montiert. Ihr seht, die ist jetzt, wie gesagt, von der Kopfposition. Der eine Kopf zeigt nach außen, der andere nach innen. Also damit meine ich, der Kopf zeigt in diese Richtung, Fahrzeugaußenseite. Und der Kopf da unten, Fahrzeuginnenseite. Und was ihr halt auch beachten müsst, dass diese kleinen Drehteller, die da hinten sind, wirklich schön in dem Loch versinken. Dass das also plan aufliegt. Dieser kleine Drehteller, den ich euch vorher gezeigt habe, der muss in dieses Loch rein. Und dann, wie gesagt, die Mutter, das ist jetzt nur mal handfest angezogen. Die Montage erfolgt dann oder das Drehmoment festziehen erfolgt, wenn ich dann auch unten den Dreieckslenker noch getauscht habe. Das ist dann aber Bestandteil eines anderen Videos. So, und damit wären wir jetzt mit dem Fahrwerk an der Stelle fertig. Ich werde es jetzt, wie gesagt, nicht mit Drehmoment anziehen, weil ich ja noch unten den Dreieckslenker tausche und die Bremse neu mache. Und das wäre jetzt vergebene Liebesmühe, weil ich ja da nochmal Sachen lösen muss. Somit seht ihr das in irgendeinem anderen Video. Das nächste Mal geht es dann entweder am Dreieckslenker, wie gesagt, hier vorne weiter, dass ich den tausche, oder halt Bremse.
Und nach den Sachen widmen wir uns den Ventildeckeldichtungen und dem Automatikgetriebe und dann ist Zeit für einen TÜV. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.